Das Opferfest im Islam ist eines der wichtigsten Festtage. Von der Bedeutung her vergleichbar mit dem Osterfest im Christentum. Allerdings hat das muslimische Opferfest nichts mit Jesus zu tun. Selbst wenn Jesus im Koran beschrieben wird und für Muslime genauso bedeutend ist. Gefeiert wird das Opferfest in allen muslimischen Ländern. So auch in der Türkei. Das Opferfest im Islam geht zurück auf den Stammvater Abraham, der in allen drei Weltreligionen, dem Judentum, dem Christentum und im Islam als Urvater der Religionen verstanden wird. In jener Zeit, wo Abraham lebte, opferten alle Väter ihre erstgeborenen Söhne an einen grausamen Menschengott, den Baal. Der Schöpfergott beobachtete die Menschen und wollte dieses von Menschenhand erfundenes Bildnis und entstandenes Ritual des Menschenopfers beenden. Als auch Abraham seinen Sohn opfern wollte, und vom damals ihm bekannten Gott dazu aufgefordert wurde, war Abraham bereit, das Menschenopfer durchzuführen. Denn Abraham kannte nichts anderes. Die davor existierenden ewigen Gebote des Tieropfers als Dank, und der ewige Gott selbst gerieten im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Gott, der Schöpfer dieser Welt, wollte das ändern und wollte seinen ewigen Bund wieder mit den Menschen errichten. Der ewige Gott wollte, dass man sich wieder an ihn erinnern würde. Dazu erwählte Gott Abraham, der ihm als ein gerechter Mensch aufgefallen war. Als nun Abraham auch seinen Sohn dem grausamen Gott opfern wollte, sandte Gott seinen Engel zu Abraham. Der Engel bat Abraham, anstelle seines Sohnes, ein Tier zu opfern. Abraham wurde damit auf die Probe gestellt. Er hatte Angst und wusste nicht, was das Richtige wäre. Abrahams Vertrauen zum Schöpfergott war aber größer als die Angst zum grausamen Menschengott Baal. So vertraute Abraham Gott und der ewige Bund mit den Menschen wurde erneut errichtet. Das grausame Menschenopfer wurde damit abgeschafft. Zum Zeichen des Bundes wurden alle männlichen Nachkommen wieder an der Vorhaut beschnitten. Das war das Zeichen des ewigen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Im Islam wird dieses Ereignis als Opferfest gedacht und jedes Jahr gefeiert. Gott wird mit diesem Fest als der ewige, einzige und größte Gott der Menschen gefeiert. Und wenn man dem Schöpfergott vertraut und seine Gebote befolgt, dann ist man Gott ergeben, was auf Arabisch Muslim sein heißt.